Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. In Microsoft Office in einer Datei gleichzeitig gemeinsam zu arbeiten, ist inzwischen relativ einfach, wenn man so ein paar Dinge beachtet. Ich bin hier in einer Excel-Datei, das würde aber in PowerPoint oder in Word ganz ähnlich aussehen. Ich bin hier in einer Excel-Datei. Ich bin hier angemeldet als Online-Akademie Arno Burger und ihr seht, da ist noch jemand in dieser Datei, das ist der Arno Burger und man sieht, dass der in einem anderen Tabellenblatt in einer bestimmten Zelle ist und zu dieser Position kann man sogar wechseln und sieht dann, dass der an dieser Stelle ist. Und ich kann anfangen, mit dem in einen Gruppenchat zu treten. Manchmal sieht man hier auch E-Mail senden. Da habe ich noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Vielleicht habt ihr ja eine Idee und könnt mir das schreiben. Und ich kann hier eine Visitenkarte öffnen, sodass ich sehe, wer ist denn eigentlich diese Person. Und jetzt wechsle ich mal zu der anderen Person, hole das mal hier mit rein. Und wenn ich jetzt hier in eine andere Zelle springe, dann seht ihr, wie sich links die Zelle mit verändert. Und wenn der jetzt etwas schreibt hier in der Zelle A37, dann sieht man an den 3 Punkten hier, dass der gerade was schreibt. Und wenn der dann die Enter-Taste drückt, dann wird der Text eingegeben und ist sichtbar. Dass das so wunderbar funktioniert, liegt daran, dass die Datei in der Cloud abgespeichert ist. Mit lokalen und Netzwerkdateien geht es nicht. Und ganz wichtig, dass das automatische Speichern eingeschaltet ist. Wenn das nicht eingeschaltet ist, dann seht ihr nicht, wo derjenige gerade ist und dann gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Also es muss eine Cloud-Datei sein, ihr müsst online sein und das automatische Speichern muss eingeschaltet sein. Ich freue mich wie immer über einen Like. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.